Ja, es ist fast noch mal so, wie es damals gewesen ist, als wir die ersten Schritte hier in die Elbphilharmonie machen durften. Und jetzt auch dadurch, dass wir so früh sind und so wenig Leute hier sind, ist es noch mal wie damals. Mit einer ähnlich freudigen Erwartung auf die Saison. Ein bisschen getrübt vielleicht, weil es nur ein Stündchen dauert, so ein Konzert. Aber wir sind begeistert und gerne hier. Ich finde es ehrlich gesagt ganz angenehm, dass es nicht ganz so überlaufen ist. Es ist ein bisschen freizügiger alles. Und ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk für mich. Und das wird heute mal eingelöst und das gleich bei der Wiedereröffnung. Das ist ganz schön. Aber man merkt, dass unten alle Lust haben mitzumachen. Also auch am Eingang am Fahrstuhl unten, der junge Mann hat gestrahlt. Oh, wie geht's Ihnen und wie schön, dass Sie da sind. Und die Nächsten hier oben, oh, wie schön, dass Sie da sind, wie toll, dass Sie da sind. Also man merkt, dass es allen wieder Spaß macht, dass wieder Leben im Haus ist. Ja, die Regeln sind eigentlich relativ einfach. Bitte Abstand halten, 1,5 Meter bei jeder Gelegenheit und Maske verwenden, wo immer es geht. Das heißt auf jeden Fall beim Reinkommen ins Haus, auf den Laufwegen, wenn man mal auf die Toilette muss, wenn man wieder rausgeht. Wenn man aber dann am Platz im Saal sitzt, dann kann man seine Maske abnehmen. Das haben auch die meisten Menschen gemacht. Die Belüftung in der Elbphilharmonie ist ausgezeichnet und daher kann man da sehr sicher sein und es ist ihm auch der Abstand gegeben, dass da keinerlei Gefahr ist. Ja, also ist ja alles sehr freizügig, sehr, sehr weitläufig. Unten wird auch Wert darauf gelegt, dass man jetzt nicht aufstaut beim Eingang. Das habe ich so wahrgenommen. Es gibt überall Desinfektionsmöglichkeiten. Und man wird auch sehr, sehr gut geleitet. Also überall stehen ja Leute und zeigen einem, wo es lang geht. Ich fühle mich überhaupt nicht damit bedrängt oder sowas. Ich finde das völlig in Ordnung und folge dem auch gern. I must say it's wonderful to be back in Hamburg at this incredible music space, the Elbphilharmonie, and looking forward to the concert that we're about to do here is extremely important and extremely meaningful. We've missed our audiences, and to be able to play this beautiful music for a live audience, to share what we do is truly fantastic. I feel very lucky. I couldn't be happier to be back with my orchestra, the Elbphilharmonie Orchestra, and of course the beautiful and wonderful violinist Lisa Batiashvili, one of my very dearest and closest friends. Das Programm musste ja geändert werden und sehr groß besetzte Werke können nicht gespielt werden. Aber was gerade möglich ist eine Brahms-Symphonie zu spielen und deswegen hat sich das Orchester mit ihm entschlossen, gleich alle 4 Brahms-Symphonien jetzt in dieser Woche zu präsentieren. Und das ist eine besondere Herausforderung, zumal in Hamburg, aber auch sonst. Das sind einfach sehr perfekte, auch sehr intensive Meisterwerke und daran kann sich so ein Orchester und jeder Dirigent ja immer wieder unendlich abarbeiten und deswegen war das für die auch so eine große Befriedigung. Das Konzert war ein super Abend. Ich bin sehr glücklich darüber, wie es gelaufen ist, weil es eine runde Sache war. Alle haben sich wohlgefühlt. Also das Publikum, schon wenn es in den Saal gekommen ist, in den Foyers, das Orchester, auch die Mitarbeiter hatte ich das Gefühl. Es war eine gewisse Anspannung, aber nachher eigentlich waren wir alle sehr froh. Es funktioniert problemlos, das ist ganz klar, es stehen überall die richtigen Beschilderungen rum, aber es ist doch immer ein
will ich mal sagen, relaxter Konzertbesuch. Und das kam gut rüber. Also von einem Konzert, also es schon war einmalig und nach so langer Zeit, jetzt nach Corona natürlich zum ersten Mal wieder hier zu sein, ist es wirklich was ganz Besonderes. Ja, das war total fantastisch und ganz, ganz toll, dass wir wieder hier sein durften. Ja, es war genial, dass man überhaupt wieder ein Konzert stattfinden lassen konnte und dass wir diese wunderbare Akustik in der Elbphilharmonie wieder genießen konnten. Wir haben lange darauf verzichtet und waren froh, dass es endlich wieder stattfinden konnte. Es war herrlich. Ein Traum. Wunderschön.